Ich habe früher auch gedacht, dass ich Koch werden will. Echt? Aber, ja, als ich klein war, habe ich es auch gesagt. Aber habe auch mal meiner Mutter mitgeholfen. Aber irgendwie habe ich dann bemerkt, dass es trotzdem nichts für mich ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dennis kocht. Heute machen wir mal einen super leckeren Snack, und zwar machen wir ein Focaccia mit gegrilltem Hühnchen und Burrata. Mein heutiger Gast, Manuel Acanti, schön, dass du da bist. Hi Dennis. Freut mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Kochst du zu Hause auch mal oder lässt du dich bekochen? Sehr, sehr selten. Also meistens kocht meine Frau. Ja, ich habe auch schon mal was gemacht, aber ja, wirklich nicht oft. Okay, dann fangen wir an mit dem Focaccia-Teig. Und das ist eigentlich eine super schnelle Geschichte. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Hefe und die lösen wir in warmem Wasser auf. Zwar nicht allzu viel. Dann rühren wir das einmal durch, dass sich die Hefe gut verteilt. Und dann kannst du das Dinkelmehl einmal nach und nach hier reingießen. Zu dem Teig geben wir noch ein bisschen Olivenöl. Ein bisschen Salz. Und ein bisschen Zucker, damit die Hefe besser aufheben kann. Was ist denn dein persönliches Lieblingsgericht? Was isst du denn am liebsten? Da kann man dich richtig glücklich mitmachen. Was ich richtig gern habe, ist ein Cordon Bleu. Okay, stimmt, da kann ich mich nur daran erinnern. Das hatten wir irgendwann auch mal Ja, gehabt. kommt eigentlich nicht so drauf an, mit was. Also klar, wenn ich mal Lust habe auf Pommes, dann esse ich Pommes, aber ich esse es auch mit einem Püree oder sonst irgendwas dazu. Aber ja, Cordon Bleu mache ich schon sehr gerne. War das schon immer so? Ist das so ein Heimatding für dich noch? Oder dass du sagst, so, wow? Oder? Ich weiß gar nicht, wie es genau damit angefangen hat. Ich glaube, zuerst habe ich oft Wiener Schnitzel gegessen und dann habe ich irgendwann mal gesehen, dass es das auch noch mit Käse drin gibt. Und ja, dann hat mir das einfach richtig gut geschmeckt. Und ja, das war irgendwie schon seit meiner Kindheit so. Aber jetzt zum Beispiel Burger oder so esse ich auch immer wieder mal gerne. Ja, die sind ja immer beliebt bei uns. Ja. Ne? Das ist der Name. So, kannst du das einmal so ein bisschen, gar nicht rollen, sondern beim Focaccia ist ja oft, dass man das so ein bisschen ausdrückt noch, dass du so eine rechteckige Form so ein Ich bisschen... versuche, dass es nachher wie ein Focaccia aussieht. Das wird. Top aus. Noch mehr oder? Nee, reicht das ist super, das ist super. Da geben wir noch ein bisschen Olivenöl. Und dann machen wir noch ein paar Oliven da rein. So haben wir schon die Basis für unser Focaccia fertig. Wir haben den Teig gemacht, Olivenöl drüber, Salz, die Oliven an sich und den Rosmarin. Und das geben wir jetzt bei 200 Grad in den Ofen. Das braucht so 15 bis 18 Minuten. Wunderbar, wir machen weiter. Und zwar gibt es dazu, machen wir eine Hähnchenbrust. Und was wir besonders gerne machen, ist immer, wir nehmen das quasi von der Keule. Das haben wir im Brakel auch immer beim Trainingsgelände, weil das super knusprig wird und hat nochmal einen viel schöneren Geschmack. Die brauchen aber auch ein bisschen, deswegen nehmen wir jetzt direkt eine Pfanne und starten damit. Was wir dazu machen, ist einen kleinen Tomatensalat. Und hier haben wir so viele verschiedene bunte Tomaten. Die halbieren wir dann einfach und geben die in die Schüssel. Ich mache dazu schon mal eine Zwiebel. Wann hat es bei dir eigentlich mit dem Fußball angefangen? Ich glaube, ich war etwa 6 Jahre alt, als ich das erste Mal, zum Verein ging. Ja. Und also angefangen hat es wegen meinem Vater, weil er damals Fußball gespielt hat. Und meine Schwester Sarah und ich haben ihn gesehen beim Fußballspielen. Und ja, wir haben gedacht, das könnte uns auch Spaß machen. Haben dann zuerst mit ihm im Garten gespielt. Und ich habe, glaube ich, dann den ersten Schritt gemacht und bin dann zum Verein gegangen. Und meine Schwester Sarah hat das dann, ja, fast zur gleichen Zeit oder vielleicht ein bisschen später hat sie dann auch angefangen, Fußball zu spielen. Aber für sie war es natürlich nicht so einfach. Ich glaube, zu dieser Zeit gab es noch kein Frauenteam und darum hat sie dann zuerst mit den Jungs gespielt. Okay. Aber ist sie dabei geblieben? Spielt sie noch Fußball, oder? Ja, sie spielt noch Fußball. Sie hat ihre eigene Mannschaft gegründet. Ach, stark. Also, es gehört natürlich nicht nur ihr, aber sie hat beim Verein, wo ich früher gespielt habe, FC Winterthur, hat sie eine Frauenmannschaft gegründet und sie spielen heute in der zweithöchsten Liga. Ja, das ist gut. Spielt sie selber auch noch mit da? Also Ja, Spielertrainer? sie spielt selber mit, aber sie ist leider noch verletzt. Ah, Ich okay. hoffe, dass sie bald wieder fit ist und wieder mitspielen kann. Na, dann drücken wir natürlich die Daumen.
Wann war das so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt werde ich Profi? Ich glaube, das war so mit 17, 18 Jahren, wo ich schon noch mal so richtig Hoffnung gekriegt habe, dass es klappen könnte. Ja. Weil ich ziemlich spät dann, so mit 17 Jahren habe ich eigentlich erst meinen Wachstumsschub gehabt und dann wurde ich noch mal größer, wurde wieder schneller, also allgemein halt physisch stärker. Ja. Und dann habe ich gemerkt, mir fällt es leichter mit denen in meinem Jahrgang mitzuhalten oder sogar ziemlich gut zu sein. Und dann hatte ich eigentlich ein ziemlich gutes Jahr in der U18 da, bin dann in die U21 gekommen und habe nur ein Jahr da gespielt und dann ging es direkt weiter in die erste Mannschaft. Und dann habe ich schon gemerkt, es geht alles ziemlich schnell. Ich gehöre zu den Besseren in der Mannschaft und ja, von dann ging es alles sehr schnell nach oben. Und wann wusstest du, dass du Koch werden willst? Ja, da streiten sich die Geister. Also Kochen hat mir schon immer irgendwie Spaß gemacht und ich habe tatsächlich mit 16 Jahren auch die Lehre angefangen, weil ich ja jetzt noch quasi die Realschule gemacht habe. Und bei uns war es immer so, also meine Oma hat immer erzählt, ja, dass ich ja bei ihr damals schon in der Küche gesessen hätte und gesagt habe, wenn ich groß bin, möchte ich auch so gut kochen wie sie und so Geschichten. Also ich glaube das mal so, weil man kann auch das Gegenteil nicht beweisen. Aber ich habe früher auch gedacht, dass ich Koch werden will. echt? Aber, ja, als ich klein war, habe ich es auch gesagt. Aber habe mir auch mal meiner Mutter mitgeholfen, aber irgendwie habe ich dann bemerkt, dass es trotzdem nichts für mich ist. Da geben wir ein bisschen Olivenöl dran und ein bisschen Essig. Und dann kannst du das schon mal einmal, nimmst du einen Löffel und einmal schon mal durchbringen, bitte. Pfeffer. Und ein bisschen von dem Salz. Dann nehmen wir den Basilikum dazu. Den können wir auch einfach ganz grob runterschneiden, damit wir richtig schön den Geschmack rauskriegen. War das für dich eine Umstellung, als du jetzt aus den wunderschönen Bergen hier nach Dortmund gekommen bist? Ja gut, aus den Bergen komme ich ja nicht. In der Schweiz hat es zwar viele, aber ich bin aus Winterthur, das ist eine Stadt in Zürich. Ja. Aber es war schon eine Umstellung, das erste Mal ins Ausland zu kommen. Zum Glück konnte aber meine jetzige Frau, damalige Freundin, konnte mit mir mitkommen und da war ich nicht ganz alleine hier. Und das hat mir bestimmt geholfen, weil ich glaube, alleine im Ausland ist es schon nicht einfach. Also wenn ich das bei gewissen Mitspielern sehe, die noch mit jüngeren Jahren hergekommen sind wie ich und jetzt ganz alleine hier sind. Ja. Das Hühnchen haben wir jetzt von der einen Seite schön knusprig angebraten. Das legen wir jetzt quasi auf die Fleischseite und geben das einfach mit in den Ofen, damit das noch nachgart. Das schaut doch auf jeden Fall schon mal wunderbar aus. Das kriegen wir richtig gut hin. Zu dem Focaccia wollen wir den Tomatensalat und den Burrata machen. Und den Burrata könntest du einmal so ein paar Scheiben runterschneiden. Ne? Du hast gedacht, das sei irgendeine Creme. Ja, das ist ja das Schöne an dem Burrata ist, das ist ja so eine Mischung aus einem Stracciatella, das ist ein flüssiger Käse, und dem Mozzarella. Ja? Und deswegen wird der richtig schön cremig dabei. Bei der Focaccia sieht man wunderbar, dass der Hefeteig richtig schön aufgegangen ist. Das ist schön fluffig und schön saftig. Das haben wir jetzt in 2 Stücke geschnitten und ich habe das einmal aufgeschnitten, so dass wir das gleich wunderbar belegen können und dass wir wie ein Sandwich haben. So, da wollen wir mal probieren, was wir da Schönes gemacht haben. Ne? Ich glaube, ich nehme. Jetzt im Stehen gibt es eine Sauerei. Boah, ist richtig lecker. Sehr gut. Das freut mich. So schnell kann ein leckerer, gesunder Snack gehen. Manu, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke dir. Hat mir sehr viel Spaß und Freude bereitet. Ich hoffe euch auch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Macht's gut, bis bald. Ciao.